Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Diesmal wieder mit einer Folge von der GI TAF-Tagung in Paderborn. Heute im Interview Jan Lessner, ein leidenschaftlicher Softwareentwickler. Ja, und durchaus auch etwas provokant. Er hat seine eigene Meinung, was eigentlich Unit-Tests bedeutet, was die Aufgabe eines Entwicklers ist, wann dieser fertig ist, ob Mocking sinnvoll ist und wonach sich ein Entwickler eigentlich bei seiner Arbeit richten sollte. Wir haben uns über isolierte und Sociable Unit-Tests unterhalten und Jan teilt mit uns seine Erfahrungen mit Testing-Frameworks und der Nutzung von Testdaten im Test. Also hört rein und lasst euch inspirieren. Ja, und noch in eigener Sache. Der Podcast läuft nun seit knapp 5 Monaten und da interessiert mich natürlich, was denkst du so nach 5 Monaten Podcast über die Folgen, über die Inhalte, über die Teilnehmer? Schreib mir das doch gerne an podcast@software-testing.fm. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Hallo Richard. Ja, es freut mich. Wir sind ja hier bei der GI TAF-Tagung, der 48. Und gerade war da ein Vortrag über das Thema Autotesten, also automatisiertes Testen. Wie kann man es denn anders und besser machen? Sehr spannender Vortrag, hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Und das wollen wir jetzt natürlich den Podcast-Hörern auch noch mitgeben, was da so deine Sicht ist. Ja, vielleicht magst du ganz kurz mal einfach skizzieren, was heißt denn für dich automatisiert testen oder was machen wir denn gerade nicht so richtig oder wo siehst du, muss man einfach besser werden? Ja, also es gibt so ein paar Erfahrungen, die ich so über die letzten 10 Jahre mitgenommen habe und darauf basierte diese ganze Session auch. Das ist vor allem so eine Erkenntnis, dass selbst dort, wo die Leute schon so weit sind, dass sie sagen, ja, testen ist schon irgendwie wichtig, richtig Bock habe ich nicht, aber es muss irgendwie ist irgendwie notwendig, dass dort ganz viele kleine Tests entstehen, die dann am Ende doch dazu führen, dass die Software trotzdem nicht läuft. Und was mir ein Hauptanliegen ist, ist der Punkt, dass Entwickler aus meiner Sicht eben dafür verantwortlich sind, dass die Software auch läuft. Nicht nur so lauter kleine Komponenten, sondern dass die auch untereinander vernetzt das produzieren, wofür sie bezahlt werden, die Entwickler, nämlich dass die Features und dass die Use Cases funktionieren. Und das ist der Kern des Problems und darum ging es in der Session, dass wir uns anschauen, wo muss man etwas anders denken, als es vielleicht in der Literatur oder im Java-Magazin steht, um da hinzukommen. Ja, das ist ja auch spannend. Ich finde das sehr gut, weil wir können ja so viel testen und so viel machen in unserem ganzen Softwareentwicklungsprozess, ne, dass wir echt drauf schauen müssen, was sind denn eigentlich so die wirklich Sachen, die was bringen, ne, die uns Qualität bringen, die uns eine Aussage bringen, dass wir nachher dann gute Software haben. Ja. So gesehen finde ich das ja gut, wenn man sagen kann, okay, das ist die Theorie, aber wie sieht es in der Praxis aus? Und was sind denn da so deine Facts, wo du sagst, okay, das müssen wir anders machen, als das vielleicht die Theorie lehrt? Oder was ist so deine Erfahrung, was da wirklich den Mehrwert bringt? Da gibt es eine lustige Unterscheidung, die ich von den Begrifflichkeiten auch noch gar nicht so lange kenne. Ich habe früher mit ganz anderen Begrifflichkeiten gearbeitet. Und das ist etwas, das Martin Fowler schon vor wahrscheinlich gefühlt 1 Million Jahre irgendwann mal gesagt hat. Und der spricht davon, dass die Entwickler ja zuständig sind für das, was wir Unit-Tests nennen. Und dass wir dort aber auch eine Unterscheidung haben. Und zwar einmal in das, was er isolierte Unit-Tests nennt. Und das andere, das nennt er Sociable Unit-Tests. Für mich auch ein etwas sperriger Begriff. Aber der Kern ist genau das, was ich eigentlich auch seit über 10 Jahren mit mir rumtrage. Diese isolierten Tests, die sind eher das nice to have, obwohl Entwickler sich gerne darauf stürzen, weil es so schön einfach ist. Die Sociable Unit Tests, das sind eben die, wo es um größere Einheiten geht. Und wenn man sich fragt, was ist denn die Einheit, die eine unbestreitbare Daseinsberechtigung hat, dann ist das ein Use Case oder ein Feature. Und die Vorstellung, dass Entwickler nicht in der Lage sind, automatisiert
sicherzustellen, dass Use Cases und Features auch so funktionieren, wie sie bestellt worden sind, nur dafür werden wir bezahlt, das ist irgendwie komisch. Und da muss man dran gehen, weil die Erkenntnis ist, wenn wir ganz tief unten uns nur auf diese isolierten Tests beschränken, dann ignorieren wir, dass diese Dinger ja auch irgendwie kollaborieren müssen, um ein Feature herzustellen. Und das fehlt da drin. Da müssen wir anders dran. Und das hat eine ganze Reihe von Implikationen, wie man seine Architektur aufbaut und nach was für Patterns man arbeitet. Denn diese großen Units testbar zu machen, das kriegt man nicht geschenkt. Es ist ja, also wenn man jetzt häufig, wenn ich in Projekten komme und sage, Unit-Test, ja, da wird dann dieses Kleinteilige auch gesehen. Und wenn man dann sagt, ja, okay, aber du musst ja auch vielleicht als Entwickler eben den Use-Case testen oder Feature testen, dann kommt da schnell Dings, ja, das muss ich ja dann an der Oberfläche hier mit Selenium oder sonst irgendwie Zeug machen. Wo setzt denn du da an dazwischen? Oder wie kann man das entkräften, dass es da vielleicht noch was dazwischen gibt? Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Das hatte ich in der Session auch gesagt. Aus meiner Sicht sind diese Testtools, Selenium, Cypress, wie sie auch alle heißen, ich nenne nur die, weil ich aus der Java Enterprise Welt komme, die sind relativ schwer zu handhaben für den 0815-Entwickler. Das ist eine ganz eigene Welt, eine ganz eigene Ausdruckswelt und ich muss auch sehr viel Code-Redundanzen in Kauf nehmen. Und dadurch wird es da an der Stelle sperrig. Und vor allem diese Dinger sind wahnsinnig langsam. Wenn wir also dazu kommen wollen, dass Entwickler sich trauen, ganze Features zu testen, dann ist das so einer der ersten Knackpunkte. Dinge sind langsam, schwer herzustellen, schwer zu warten. Das müssen wir irgendwie versuchen zu umgehen. Das ist einer der ganz, ganz schwierigen Dinge, die ich herstellen muss, um Testbarkeit sicherzustellen. Und was wir in unseren Projekten versuchen herzustellen, das nennen wir Headless End-to-End-Tests. Also die reine, winzige kleine Repräsentationsschicht oben, die wir komplett runterstrippen auf reines Anzeigen. Die nehmen wir raus. Und alles, was sich da drunter befindet, das testen wir dann. Und zwar von oben bis unten durch. Vom UI über die gesamte allgemeine Geschäftslogik bis in die Datenbank. Und das ist sehr aussagekräftig. Und technologisch ist das dann quasi auch in dem Unit-Test-Framework mitgebaut, ne? Also wenn du dann JUnit verwendest, dann implementierst du die Tests dann auch da drinnen. Genau. Das hängt natürlich immer stark davon ab, wie sieht der Projektkontext aus. In unseren Projekten haben wir das große Glück, dass wir mit GWT arbeiten. Das hat den Vorteil, dass der gesamte Client-Code auch Java ist. Und in dem Moment, wo das der Fall ist, kann ich mir über eine Simulation der Client-Server-Schnittstelle kann ich dafür sorgen, dass das alles in einer JVM läuft. Ganz normal, wie ein Unit-Test. Diese Möglichkeit hat natürlich jetzt nicht jeder, weil nicht jeder das Glück hat, GWT zu haben. Allerdings ist es ja auch nicht reines Glück. Ja? Das war ja eine Designentscheidung, die haben wir ja bewusst getroffen. Wenn man also solche architektonischen Designentscheidungen trifft, sollte man dieses Thema Design for Test auch im Hinterkopf behalten. Also nicht einfach nur das nehmen, was die Spatzen von den Dächern pfeifen, ne, sondern mal rechts und links gucken, was für eine Art von Anwendung baue ich? Brauche ich wirklich das ultimative All-Purpose-Framework an jeder Stelle? Es gibt ja auch so einen schönen Spruch, wer zu allen Seiten offen ist halt auch nicht ganz dicht. Ja, das stimmt. Ja. Also je stärker ich mich beschränken kann in dem, was meine Möglichkeiten sind, eine Software zu bauen, umso eher kann ich halt mich fokussieren darauf, dass bestimmte Aspekte sehr gut funktionieren in meiner Architektur. Ja. Das heißt, also die Testbarkeit, die war bei euch bei der Entscheidung, welches Framework ihr da nutzt, auch quasi mit ein treibender Faktor, damit das dann auch schon quasi im Vorhinein bedacht ist, dass man das dann auch gut testen kann. Ganz genau. Und da mit den Werkzeugen gut arbeiten kann. Ganz genau. Das kam so ein bisschen on the fly mit. Das Hauptaugenmerk war die Feststellung, dass wir uns in diesem Projekt nicht leisten können,
eine Unterscheidung zu machen zwischen Backend- und Frontend-Entwicklern, also Frontend-Entwickler, die wirklich ganz fantastische UIs bauen. Wir mussten uns von vornherein mussten wir von Full-Stack-Entwicklern ausgehen. So, und Full-Stack bedeutet, ja, mach mal den Stack möglichst klein, dann kann ich ihn auch voll beherrschen. Also war das eine frühe Überlegung. GWT ist da sehr geeignet. Wir haben dann überall Java und dann merkst du automatisch, wow, das ist ja ein toller Nebeneffekt. Ja, Ne? Die ja. Testbarkeit, das ist ja überhaupt gar kein Problem mehr. Ja. Natürlich nicht ganz. Man muss sich Infrastruktur schaffen. Also diese Simulation dieser kleinen Server-Schnittstelle, da muss man auch schon Arbeit reinstecken. Ne? Aber das tust du einmal und dann funktioniert das. Ja, sehr interessant. Du hast ja am Beginn von deinem Vortrag ein schönes Zitat gebracht, was man ja auch immer wieder im Alltag hört. Ne? Ich habe jetzt fertig entwickelt, ich muss jetzt nur mehr testen. Ne? So, magst du da noch mal kurz, dann auch so zwei so Denkfallen da gebracht, das finde ich mal spannend. Ja, genau. Das ist, also auch in unserem Projekt begegnet mir das immer wieder und das rollen sich mir wirklich die Fußnägel hoch. Ne? Da stecken zwei zentrale Denkfallen drin, die wirklich fies sind und die aus meiner Sicht ein Indikator dafür sind, ist man schon über den Berg, also kommt man in die nächste Kammer der Shaolin oder steht man noch davor, also steht man noch an diesem Punkt, wo man sagt, ja, testen ist wichtig, aber ich habe eigentlich keine Lust und das ist ja viel zu aufwendig. Ne? Und dieser Satz, der drückt es am besten aus. Wer den so in den Raum wirft, der hat zwei Denkfallen dahinter. Das eine ist erstmal die irrige Annahme, dass ich die Tests umsonst kriege. Also wenn ich den Produktivcode gebaut habe, aber noch keine Tests, dann bin ich gar nicht fertig. Ja. Das lernt man sehr, sehr schön, wenn man so mal bei Coding-Dojos oder Code-Retreats mitmacht, wo man sagt so, du hast überhaupt erst eine Iteration geschafft, wenn du auch den Test hast, der nachweist, dass du was gemacht hast. Wie soll das anders gehen? Oder soll ich dann sagen, hier, lieber Kunde, probiere es aus. Das ist das Einzige, das geht nicht. Also tatsächlich bin ich nicht fertig. Und dann hat man diesen Punkt, wo dann ein Entwickler vielleicht sagt, das heißt ja dann aber, das Entwickeln mit Tests ist ja teurer. Die muss ich ja jetzt noch bauen. Und der Fehler dabei ist, dieses Vorgehen, ich baue die Tests hinterher. Das bedeutet nämlich, dass da noch eine andere Denkfalle hintersteckt, nämlich derjenige, der das so gemacht hat, der hat bis zum Ende der Entwicklung des Produktivcodes hat er ganz offensichtlich in ganz langsamen Edit-Compile-Testzyklen gearbeitet. Ja, der muss ja alles, weiß ich nicht, wenn das mit UI war, dann hat er die ganze Zeit immer rumgeklickt und immer wieder die Anwendung runter, wieder hochgefahren und wieder geklickt und sowas alles. Das war schon unglaublich langsam. Und das gilt es ja zu unterbrechen. Wenn ich die Tests parallel mit dem Produktivcode herstelle, dann beschleunigen sie mich schon bei der Entwicklung des Produktivcodes. Und ich bekomme in der gleichen Zeit den Produktivcode und den Testcode für den gleichen Preis, den ich sonst nur für den Produktivcode ausgegeben hätte. Also wenn ich in dieses Fahrwasser komme, dann fängt das Ganze an, sich in eine ganz neue Richtung zu entwickeln. Ja. Voraussetzung natürlich, Tests entwickeln muss absolut leichtgewichtig sein. Ja, wie stell ich denn das sicher? Wie kann ich denn hinkommen, dass ich Tests leichtgewichtig umsetze? Woher wusste ich, dass du jetzt diese Frage stellst? Testerfrage, ne? Das ist tatsächlich der Punkt, wo man richtig viel Arbeit und Gedankengut reinstecken muss. Und wir waren vorhin ja bei dem Thema GWT, eine Überlegung, was ist eine sinnvolle Architektur, auf der ich aufbaue, genau zugeschnitten auf die Anforderungen in meinem Projekt. Also dieses Thema GWT, das war ja ein Beispiel. Wenn ich damit arbeite, dann sorge ich dafür, dass das alles schon mal viel, viel fluffiger geht. Und davon mal abgesehen gibt es viele kleine Bausteine, die ich reinbauen muss, um das hinzubekommen. Nur mal so ein ganz kleines Beispiel. Wenn ich dafür sorgen möchte, dass ich in einem Test ein schnelles
Testdaten-Setup bekomme. Wir testen übrigens immer alles mit Datenbank. Wir mocken nichts weg. Sonst teste ich ja keine Features. Wenn ich also schnell Testdaten in eine Datenbank reinbekommen will und so, dass das auch gut wartbarer Code ist, da gibt es eine bestimmte Art von Pattern, das nennt sich das Builder-Pattern. Und ich sollte dafür sorgen, dass ich Bilder herstelle, mit denen ich sehr, sehr fluffig Geschäftsobjekte in meiner Datenbank anlegen kann. Also Testdatengeneratoren, Ja, das quasi genau, dann, die genau. du dir selber baust, dann Ja. die gewisse Objekte aufbauen, also ein Genau. Kunden oder ein Produkt Richtig, oder ja. sowas. Also bei uns geht es auch viel um Kunden. Ne? Und wie aufwendig sollte es sein, einen Kunden in der Datenbank anzulegen? Das sollte ein Einzeiler sein. Da steht bei uns Customer Builder Persist. Ja. Fertig. Dann ist einer da. Ne? Und das sind ganz wichtige Punkte. Wenn ich das hinkriege, dass das so fluffig einfach ist, dann sind Entwickler viel stärker bereit, mal eben Tests zu schreiben. So, im Idealfall ist es so, dass ein Entwickler sagt so, oh, die Anwendung starten, ach, weiß ich nicht, habe ich gar keine Lust, ich schreibe mir lieber einen Test, geht schneller. Wenn du da hinkommst, dann merkst du so richtig, dann kriegst du so Gänsehaut. Das ist toll. Ja, ja. Ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an, ne? Sich auch Gedanken zu machen, wie kann ich es denn leicht machen, Tests zu schreiben, weil häufig ist es gerade so, wenn man... Und ich glaube, das ist ein bisschen so dieser Denkirrtum, warum man dann sich gerne auf diese kleinen Unit-Tests irgendwo nur beschränkt und das andere weglässt, weil das alles dann so viel wird. Das wird dann so ein Monolith, ich muss dann irgendwelche Datenbank-Dumps hin und her laden, irgendwas pseudo-anonymisieren. Das wäre schlimm, Dings, ja. ne? Und wenn da ist dann schon so eine Hemmschwelle davor, da auch wirklich Tests zu schreiben, geschweige denn sind die natürlich dann auch nicht so gut wartbar. Ne? Also sich Gedanken zu machen, wie man diese Testdaten auch sinnvoll aufbauen kann und wie man eben, sagen wir, das auch von den Tests so einfach an die Hand geben kann, dass ein Entwickler die dann auch gerne schreibt. Ne? Dann macht das natürlich Sinn. Ne? Genau. Wir hatten auch in der unmittelbar folgenden Session einen sehr schönen Hinweis, wo jemand sagte, ja, das kann ja dann schon schwierig werden, wenn ich da eine Spring-Anwendung habe und mein Spring-Container, der braucht alleine schon 30 Sekunden, bis er überhaupt hochfährt. Ja, ein Entwickler, der seinen Unit-Test macht und den startet und dann 30 Sekunden warten muss, der wird keinen Spaß haben. Der wird dann erstmal eine E-Mail checken und holt sich noch einen Kaffee. Ja. Der kommt nicht in Flow. Ja. Und was ich häufig beobachte, ist, dass Leute an solchen Stellen halt sagen, ja, da kann ich nichts machen. Das ist Gott gegeben. Spring gegeben ist wie Gott gegeben. Das sind halt 30 Sekunden. Statt dann zu sagen, hey, wir wollen Design for Test. Und das bedeutet, wir nehmen das nicht in Kauf. Wir gucken uns an, woran das liegt. Das kann doch nicht sein. Womit bitte beschäftigt sich eine Java-Anwendung 30 Sekunden lang, bevor es eigentlich losgeht? An der JVM liegt es nicht, das wissen wir. Ja, die braucht ein bisschen, aber dieses bisschen ist eine Sekunde. Ja. Was passiert dann in den restlichen 29 Sekunden? Ja. Und das sind Dinge, denen kann man ja auf den Grund gehen. Das passiert häufig nicht, sondern es wird so schulterzuckend hingenommen und da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Und das kann man eben doch. Da geht man dran mit einem Profiler, mit einem Debugger, holt sich den Source Code und quetscht das Ganze aus und klaut diesem blöden Ding noch weitere 27 Sekunden und dann ist man bei 3 und dann macht's Spaß. Ja, sehr spannend. Du hast ja, das fand ich ganz schön, du hast ja diese Testpyramide gezeigt, die wir ja sehr häufig gerade auch im agilen Kontext und Dinge mit automatisiert, viele Unit-Tests unten, dann so ein bisschen Integrationstester dazwischen und oben dann so ein bisschen GUI-Tests und sowas, was dann der Kunde Abnahmetests, ne? Genau, ja. Und die hast du ja nochmal durchgerührt, ne? Und quasi auch in den Kontext gebracht mit deinen Feature-Tests. Kannst du das mal noch beschreiben, wie du das dann siehst? Ja, die Testpyramide, das ergab sich später auch nochmal in der Diskussion. Die Testpyramide hat eigentlich aus meiner Sicht nach wie vor Bestand, wenn sie denn nicht missbraucht würde. Und das ist genau der Eindruck, den ich so habe. Diese Pyramide sagt ja eigentlich unten das Gros der Tests. Das sind die Unit-Tests, die werden von Entwicklern geschrieben und die sind vollautomatisiert. Darum kümmern sich die Entwickler. Darüber, also ganz oben sind die Kunden mit ihren Abnahmetests. Ob die das automatisieren, sei dahingestellt. Das ist ja zum Glück auch außerhalb dessen, was wir als Entwickler verantworten. Dazwischen ist so eine Grauzone. In der Testpyramide steht da Integrationstests. Und
da ist immer so ein bisschen die Frage, was ist denn das eigentlich? Klassisch, als die Testpyramide erfunden wurde, würde ich behaupten, das waren alle die Tests, die bezogen sich nur darauf, dass ich mein System in einen Kontext stelle und es jetzt mit anderen Subsystemen anfängt zu kommunizieren, was ich in der Entwicklung so nicht mache. Tatsächlich hat sich dann aber in eine andere Richtung entwickelt. Als Integrationstest wird jetzt häufig alles bezeichnet, wofür der Entwickler keine Idee hat, wie er einen isolierten Test schreibt. Also der Klassiker ist Backend, Frontend. Ja, einer schreibt ein Frontend, einer schreibt ein Backend. Wie teste ich denn das gemeinsam? Weiß ich nicht. Das macht dann die Testabteilung. Ja. Oder also irgendjemand, aber nicht ein einzelner Entwickler. Und Martin Fowler hat lustigerweise ja diese Unterscheidung gebracht, Sociable und Isolated Unit Tests. Und wozu Entwickler neigen ist, diese Sociable Unit Tests, das ist also das Testen der Features und der Use Cases, die da oben hinzuschieben in diesem Bereich der Integrationstest. Not my job. Besonders schön ist das zu sehen überall dort, wo Leute anfangen, von Microservices zu reden. Ich mag das Wort insgesamt nicht gerne, aber in dem Moment, wo irgendjemand hergeht und sagt, ich habe hier eine Funktionalität, das war früher in einem System und das zerhacke ich jetzt, am besten ohne Not, in ganz viele einzelne Services, die in einzelnen Codebases liegen. Und dann sagen sie, ich brauche nur noch meinen Service testen. Den Rest, das machen die Testabteilungen. Das ist ein No-Go. Also die Leute müssen natürlich genauso viel Verantwortung übernehmen wie früher. Und das heißt, das kann nicht sein, dass ich diese Sociable Unit Tests oder Use Case Tests, dass ich die von mir wegdelegiere in eine höhere Ebene, wo andere Leute verantwortlich sind. Ja, das ist schon ein interessantes Bild, weil das ja wirklich auch so auch Gedanken dazu macht, wer hat eigentlich die Verantwortung für die Qualität, ne? Wer kümmert sich darum, ne? Und das Ganze auch mal so zu benennen, weil ich merke das auch immer oft, gerade das Thema so diese Integrationstestschicht, integrieren kann man ganz viele Sachen miteinander, ne? Und was soll man denn da testen und sowas, ne? Ich habe ja mit Mario Winter und mit Mosen Exir da ja auch das Buch Integrationstest dazu geschrieben, um das mal ein bisschen auch greifbarer zu machen, weil das ist immer so ein Kuddelmuddel, ne? Sozusagen, ne? An Dingen, die da irgendwo drinnen sind. Ne? Und ich finde diesen Gedanken, dahin zu gehen, ich möchte eigentlich das Feature testen damit. Ne? Und das integriert natürlich die ganzen Sachen, also es passt schon irgendwo dahin, aber ich bin da als Entwickler genauso mitverantwortlich. Ne? Das ist, und ich finde, allein schon im Kopf diese Trennung zu haben zwischen diesen isolierten Unit-Tests und denen, die wirklich da eine Funktionalität prüfen, die quasi so einen Durchstich prüfen, ein Use Case, ein Feature oder so, das hilft schon mal viel, weil sonst hat man meistens nur so pauschal Ausdrücke, beim Unit-Test, die dauern lang und irgendwie weiß auch keiner so wirklich, was da passiert. Also, Ein Bild, was mir noch im Kopf geblieben ist, auf einer Folie stand, schmeiß Mocking weg. Also, das ist eine extra möglichst provozierende Folie. Genau, die ist jetzt auch öffentlich ausgestrahlt. Ich musste dazu Stellung beziehen. Der Gedankengang dabei ist der, dass ich Mocks vor allem dort verwende, wo ich ganze, eigentlich integrale Bestandteile des Systems wegnehme. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, unsere Tests, die laufen alle mit Datenbank. Warum? Naja, weil die Datenbank ist ein integraler Bestandteil meines Systems. Nur weil da eine Socket-Verbindung zwischen ist, kann ich nicht sagen, habe ich nichts mit zu tun. Ein System, wo ich die Datenbank wegmocke, das verhält sich mit großer Wahrscheinlichkeit ziemlich anders, als wenn ich es mit Datenbank habe, also so, wie es in Produktion läuft. Also wir sagen, das tun wir nicht. Wir machen es mit Datenbank und damit fällt also nicht nur Datenbank, jegliche Persistenz, ne? Auch wenn da Messaging-Systeme dazwischen sind, ne? Das alles mit rein. Ne? Wir haben heutzutage Docker, wir können mit dem Fingerschnippen alles Mögliche auf unserer Maschine lokal installieren. Das mag vielleicht früher schwierig gewesen sein, inzwischen ist das wirklich bei fast allem einfach, ne? Außer bei Oracle, ist ja klar, ne? Aber sonst geht das sehr gut. Wir machen das mit diesen Dingern. Und dann, in dem Moment, wo wir das tun,
da ist einer der wichtigsten Gründe weg, warum wir uns gerne mit solchen Mocking-Frameworks umgeben. Das sind die allerwichtigsten. Mock die Datenbank weg. Und dann geht alles schön schnell. Ja, hat aber nur noch eine beschränkte Aussagekraft. Und wenn wir das erstmal so getan haben, dann kann man sich direkt mal fragen, gehen wir nicht noch weiter? Sorgen wir nicht einfach dafür, dass wir das weglassen, dieses Mocking, als eine permanente, weitreichend benutzte Technik. Zum einen finde ich Mock-Implementierung auch nicht gerade leicht zu verstehen. Also das ist, wenn jemand in einen Unit-Test reinkommt, den er selber nicht geschrieben hat, dann muss er sich da erst ganz lange mit beschäftigen. Was macht denn dieser Mock eigentlich? Und das steht vor allem häufig nicht dabei, warum er das tut. Das ist das eine. Das andere ist, man muss es ja auch implementieren. Das ist zusätzlicher Aufwand. Und wenn wir jetzt die Vorstellung haben, dass wir sowieso eher nichts wegmocken wollen, dann müssen wir uns fragen, wo gibt es das überhaupt noch Mocking? Und aus meiner Sicht, da sind wir wieder bei diesem Thema, was ist ein Integrationstest und was nicht. Aus meiner Sicht gibt es dann einen klaren Punkt, nämlich Mocks brauchen wir überall dort, wo wir wirklich externe Systeme aus unserer Software heraus ansprechen. Also wir haben in unserer Software beispielsweise so ein Document-Management-System, das gibt es nur beim Kunden. Das gibt es bei uns nicht in der Implementierung, also in der Entwicklung. Das gibt es auch nicht im Abnahmetest, haben die das auch nicht. Nur beim Kunden gibt es das. Also wir müssen das wegmocken. Und wenn wir das dann machen, dann können wir dann haben wir nur relativ wenige, also sagen wir mal so eine Handvoll. Und wenn wir Pech haben, haben wir 2 Hände voll. Ja? Noch ein E-Mail-Server und da dieses und jenes. Ne? Und wenn wir da nur so wenige von haben, dann könnten wir das auch gleich mit etwas mehr Liebe machen. Ja? Das ist schön. Und diese Liebe, die sieht so aus, dass wir diese Mocks so gestalten, dass wir sie auch in diesem Abnahmetest, wo die echten externen Systeme auch nicht da sind, dass wir die dort auch gleich benutzen können. Und ein sehr schönes Pattern, was wir da verwenden, ist, dass wir diesen Mock steuern über Datenbanktabellen. Ja, wir stellen da bestimmte Werte ein. Und dann führen wir Unit-Tests aus und dann verhält sich dieses externe System im Rahmen dieses Mocks dieses Tests so, wie wir das wollen. Und das können wir in unseren Unit-Tests ganz hübsch bestücken. Denken wir an diese Bilder-Patterns, ne? Einzeiler, zack, zack. Und in den Abnahmetests können die Abnahmetester das auch sehr gut. Also das ist ein sehr schönes Pattern. Und in dem Moment, wo ich das so mache, sind diese Mocking-Frameworks brauche ich sie einfach nicht mehr. Ne? Ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke jetzt. Wenn sich jetzt jemand auf den Weg machen will, sagt, ja, das ist eigentlich spannend, ich möchte meinen Test auch so auf wo würdest denn du sagen, wo könnte man starten? Ne? Also, wenn man jetzt auch ein bisschen die Möglichkeit hat, da zu tun. Ne? Viele haben ja auch, sagen wir, vielleicht Altsoftware, die einfach schon so ist, wie sie ist, ne? Wo man jetzt quasi mit Design for Test gerade nicht so viel machen kann. Aber wo würdest du sagen, was ist ein guter Startpunkt, wo man sagen kann, okay, ich möchte mich auf diesem Weg machen? Ja. Also, zunächst mal kann ich sagen, ist natürlich fies. Ne? Software ist schon da und es ist von vornherein nie dafür ausgelegt worden. Das macht es schwieriger. Ja. Aber ich kann glücklicherweise sagen, in dem Projekt, wo ich aktuell drin bin, also Projekt ist gut gesagt, seit 3 Jahren, da war das auch so. Es gab vorher eine völlig verlebte Software und die konnte das alles nicht. Da waren, ich glaube, wirklich 20 Unit-Tests drin, alle auf Mockito-Basis, völlig nichtssagend. Und bei einem System mit 300.000 Lines of Code sind 20 Tests, kannst du also gerade weglassen. Ja. Die hatten überhaupt keinen Zweck. Ne? Also wir haben auch da mitten im Projekt bei 0 anfangen müssen, was Design for Test angeht. Also grundsätzlich geht es erstmal. Ne? Und tatsächlich haben wir natürlich nicht gleich das allerdickste Brett gebohrt. Ne? Wir machen das UI testbar, ne? Sondern erstmal überhaupt mal so Grundlagen schaffen. Ne? Und da gibt es so ein paar Sachen, mit denen man anfangen kann, wo vielleicht Inspiration entsteht, dass Entwickler merken, oh, guck mal, da werden ja plötzlich Dinge möglich. Ja? Und was sehr, sehr schön ist, als erster Punkt, den findet man häufig in Projekten erstmal so nicht vor, das ist dafür zu sorgen, dass ich überhaupt mal meine Systemkonfiguration, dass ich
dass ich die so kaskadiert aufbaue. Es gibt also so eingecheckte Defaults und dann kann ich aber userspezifisch einzelne Punkte davon ändern. Ne? Und das können wir dann auch, dafür sorgen wir einfach, in einem Unit-Test, programmatisch. Ne? Und dann hast du plötzlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lebe auf einer ganz anderen Datenbank. Ja? Ich habe meine eigene. Jeder Entwickler muss seine eigene haben, ist ja klar. Ne? Also ich habe meine eigene Konfiguration, da stehen meine Verbindungsparameter drin und der Test, der ändert das dann nochmal eben programmatisch. Ne? Das ist ein ganz einfacher kleiner Kniff, wo du aber nach relativ kurzer Zeit merkst, ich habe jetzt mal einen Bootstrap in meinen Unit-Tests drin. Da kommst du automatisch da dran, wenn der 30 Sekunden ist, dass du den kleinklopfen musst. Ne? Ja. Und ich kann die Konfiguration ändern, wie ich will. Ich kann jede Art von Konfiguration plötzlich testbar machen. Ne? Das ist so ein erster Einstieg. Ne? Und dann kann man sich sukzessive weiter vorantasten. Ne? Ich erzählte vorhin von den Bildern. Ne? Einfach mal anfangen, Bilder reinzubauen. Ne? Und vielleicht, also erstmal schreibst du die mit der Hand, ne? Dann fällt dir vielleicht auch irgendwann ein, die Struktur eines Bildes, die ergibt sich ja 1:1 aus der Struktur von meinen Entitäten, von meinen Geschäftsobjekten, ne? Und Geschäftsklassen. Muss ich die überhaupt mit der Hand klöppeln, wenn ich einmal weiß, wie die Struktur aussehen muss? Ich könnte ja auch mal einen Generator bauen. Ja? Und zwar selber. Ich muss nicht irgendein raffiniertes Generator-Framework nehmen. Nein, ich gehe per Java Reflection auf meine Geschäftsobjektklassen, lese das aus und schreibe mit System Out einfach Code raus und das copy-paste ich in eine Klasse und fertig. Ne? Und das sind alles so Automatisierungsschritte, die du sukzessive so einführst. Die sind alle sehr, sehr kleinschrittig und schnell zu machen. Ne? Man muss einfach nur mal den Anfang finden. Ja, ich glaube, und sich dann auch mal trauen, da so einen Weg zu gehen. Ne? Also ich finde gerade das Thema mit den Testdaten, das ist immer so oft ein Krampf und der blockiert so viel. Ne? Also um gute Tests zu schreiben, man hat vielleicht die Idee, aber dann überlegt man, oh nee, da brauche ich jetzt so ein Kundenkonstrukt, bis ich das da zusammenkriege. Dann lasse ich es lieber sein. Das sollen dann die anderen testen. Ne? So, also da ist das schon gut, wenn man auch in die Richtung denkt, dass man da einfach auch so ein Bilder hat oder sowas, der einem dann relativ leichtgewichtig auch dann die Daten zur Verfügung stellt. Genau. Ja. Das sind Standard-Patterns, die weiß nicht, Bilder ist, glaube ich, Gang of Four-Pattern. Ja. Das ist nur eine Frage, ob man sich mal hinsetzt und den Anfang macht. Ne? Na klar, so, du kennst das ja so, der erste Schritt, ne? Der erste Bilder, das wird eine Weile dauern. Ne? Bis du erstmal weißt, so, was will ich denn überhaupt, wie soll das API aussehen? Ne? So kann man übrigens gut anfangen. Ne? Ich schreibe mir jetzt einen neuen Test und ich wünsche mir, dass der Code folgendermaßen aussieht. Dann schreibt man da so eine Zeile hin. Ne? Dann sagt man, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass das so leicht geht? Ja, genau. Ja, sehr schön. Das ist ja ein super Einstieg. Ne? Und ich hoffe, den einen oder anderen inspiriert das auch, da in die Richtung zu gehen. Ich fand das mal sehr erfrischender anderer Blick, der einfach mal aus der Praxis auch kommt, ne? Wie man sowas machen kann. Ich glaube, viele sehen da den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Und wenn das jetzt das ein oder andere Projekt inspiriert, da mehr zu machen, das fände ich eine schöne Sache. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, Jan, vielen lieben Dank, dass du da warst im Podcast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und viel Spaß heute noch hier bei der Resttagung und Dankeschön. Bis bald. Ne? Bis bald. Ciao. Tschüss.